Stell dir vor, du stehst auf einem überfüllten Platz in Paris. Es riecht nach Rauch, nach Angst, nach etwas, das man Freiheit nennt, aber keiner weiß genau, wie es aussieht. Vor ein paar Jahren hast du mit deinen Freunden von Gleichheit geträumt. Ihr habt Reden gehalten, Parolen gerufen, Pamphlete verteilt. Ihr habt den König herausgefordert, ihr habt die Bastille fallen sehen. Ihr habt geglaubt, dass die Geschichte neu beginnt. Und jetzt? Jetzt stehst du selbst unter der Guillotine. Neben dir liegen die Köpfe deiner Weggefährten, die du gestern noch Brüder genannt hast. Das ist keine Szene aus einem Roman. Das ist die Realität der Französischen Revolution. Eine Revolution, die begann mit Liedern, Reden und einem Meer aus Trikoloren. Und die endete in einem Meer aus Blut. Sie versprach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie brachte aber auch Misstrauen, Angst und Tod. Paris zwischen 1789 und 1794 war kein Ort, an dem nur Geschichte geschrieben wurde. Es war ein Ort, an dem Menschen lernten, dass Ideale nicht nur Flügel haben, sondern auch Zähne. Um die Französische Revolution zu verstehen, muss man die Jahre davor betrachten. Ein Königreich, das glänzte und gleichzeitig verfiel. Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts war eine Bühne voller Gegensätze. Auf der einen Seite Versailles, ein Palast, der wie eine Sonne strahlte, mit Sälen, in denen Kristalllüster funkelten, und Tischen, die sich unter dem Gewicht von Wildbraten, Pasteten und exotischen Früchten bogen. Auf der anderen Seite die Dörfer. Bauern, die kaum genug Brot hatten, um den Winter zu überstehen, Kinder, die mit Hungerbäuchen einschliefen, und Märkte, auf denen die Preise täglich stiegen, während die Münzen in den Taschen der Leute immer weniger wert waren. Frankreich war pleite. Der Staat hatte Unsummen in Kriege investiert, zuerst in den Siebenjährigen Krieg, dann in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ironischerweise kämpfte Frankreich dort für die Freiheit der Kolonien, während das eigene Volk im Innern von Steuern erdrückt wurde. Das Defizit explodierte. 1788 betrug die Staatsverschuldung mehr als 2 Milliarden Livres. Eine Summe, die selbst wohlhabende Zeitgenossen nicht mehr fassen konnten. Doch es ging nicht nur ums Geld. Es ging um ein System, das auf Ungleichheit beruhte. Die 3 Stände, Klerus, Adel, dritter Stand, bildeten die Grundordnung. Der Klerus und der Adel, kaum 2% der Bevölkerung, genossen Privilegien. Steuerfreiheit, Sonderrechte, Einfluss am Hof. Der dritte Stand, also 98% der Franzosen, Bauern, Handwerker, Kaufleute, Ärzte, Juristen, trug die Last. Sie zahlten die Steuern, sie leisteten Frondienste, sie erlebten, wie ihr Schweiß Reichtum für andere produzierte. Die geistige Atmosphäre war ebenso explosiv. Seit Jahrzehnten gärten die Ideen der Aufklärung. Rousseau schrieb 1762 in Du Contrat social: L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Dieser Satz, scheinbar abstrakt, war in Wahrheit Dynamit. Er stellte das ganze Fundament der alten Ordnung in Frage. Wenn der Mensch frei geboren ist, warum existieren dann Privilegien? Wenn alle gleich sein sollten, warum gibt es dann Stände? Auch Voltaire, schon 1759 in Candide ou l'Optimisme, griff die Heuchelei seiner Zeit an. Es ist gefährlich, Recht zu haben in Dingen, in denen angesehene Männer Unrecht haben. Ein Satz, der zeigte, dass Wahrheit im Ancien Regime nicht gefragt war, sondern gefährlich sein konnte. Zusammen mit Rousseau legte er den gedanklichen Sprengstoff, der später explodieren sollte. 1788 kam die Katastrophe schneller, als die Höflinge dachten.
Der Winter war einer der härtesten seit Jahrzehnten. Ernten fielen aus, Getreidepreise stiegen ins Unermessliche. In Paris verschlangen Familien 80% ihres Einkommens allein für Brot. 1 Kilo Weizen kostete plötzlich das Doppelte. Eine kleine Zahl für die Adligen, aber eine existenzielle Bedrohung für die Armen. Hunger ist nicht nur ein Gefühl im Magen, er ist ein Motor der Geschichte. Die politischen Institutionen verstärkten die Krise. Ludwig VI. War kein Tyrann im klassischen Sinn, sondern ein unsicherer, schwacher König, unfähig zu reformieren. Finanzminister kamen und gingen. Turgot, Necker, Calonne. Jeder mit Ideen, doch keiner konnte das System durchbrechen. Die Privilegierten blockierten jede Veränderung, die ihre eigenen Rechte beschneiden würde. Ludwig VI. Sah sich gezwungen, die Generalstände einzuberufen. Ein Gremium, das seit 1614 nicht mehr getagt hatte. Damit öffnete er die Tür zu einer Entwicklung, die er selbst nicht mehr kontrollieren konnte. Als die Generalstände im Mai 1789 in Versailles zusammentraten, war sofort spürbar, dass es nicht nur um Finanzen ging, sondern um Macht. Die Sitzordnung spiegelte die alte Hierarchie, links der Klerus, rechts der Adel und in der Mitte der dritte Stand, viele, aber ohne Gewicht. Jede Gruppe hatte nur eine Stimme, so dass Adel und Kirche die Mehrheit blockierten. Doch diesmal weigerte sich der dritte Stand, nur Zuschauer zu bleiben. Am 17. Juni erklärten sie sich zur Assemblée Nationale, der Nationalversammlung. Ein Schritt, der aussah wie Formalität, aber die alte Ordnung offen herausforderte. Souveränität lag nicht mehr beim König, sondern beim Volk. Am 20. Juni folgte der berühmte Ballhausschwur. Weil ihr Saal verschlossen war, wichen die Abgeordneten aus und legten dort ihren Eid ab. Sie würden nicht auseinandergehen, bevor Frankreich eine Verfassung habe. Dieser Schwur war ein Fanal, eine Kampfansage. Von jetzt an wollte man selbst die Regeln bestimmen. Die Stimmung in Paris schwankte zwischen Hoffnung und Furcht. Als Ludwig VI. Wenige Wochen später den populären Finanzminister Necker entließ, empfanden viele dies als Verrat. Am 14. Juli entlud sich die Wut. Bürger marschierten auf die Bastille, Symbol königlicher Willkür. Nach erbitterten Kämpfen fiel die Festung, ihr Kommandant Launay wurde getötet, sein Kopf durch die Straßen getragen. Nach dem Sturm auf die Bastille trat eine neue Generation ins Rampenlicht. Nicht mehr nur Könige, Adlige oder Minister bestimmten den Lauf der Dinge, sondern Männer, die aus der Mitte der Gesellschaft kamen und mit Worten ebenso kämpften wie andere mit Waffen. 3 von ihnen sollten bald zu Symbolfiguren der Revolution werden: Maximilien Robespierre, Georges Danton und Camille Desmoulins. Maximilien Robespierre war ein Mann mit einer fast asketischen Ausstrahlung. 1758 in Arras geboren, stammte er aus einer bürgerlichen Familie und machte als Jurist Karriere. In der Nationalversammlung fiel er durch seine unbeirrbare Stimme für die Rechte des einfachen Volkes auf. Er sprach leise, aber mit Nachdruck. Für ihn waren Freiheit und Gleichheit keine Schlagworte, sondern moralische Prinzipien. Schon früh wurde er L'incorruptible genannt, der Unbestechliche. Sein Idealismus, gespeist von Rousseau, machte ihn für viele zu einem Hoffnungsträger. Doch genau dieser kompromisslose Glaube an die Tugend sollte später zur Quelle seines Schreckens werden. Georges Danton war das Gegenteil. Geboren 1759 in Arcis-sur-Aube, wirkte er mit seiner massigen Statur, seiner lauten Stimme und seiner unerschütterlichen Energie wie geschaffen für die politischen Stürme jener Zeit. Während Robespierre kühl und streng erschien, war Danton leidenschaftlich, fast rauschhaft.
Er konnte Menschenmengen begeistern, indem er ihnen das Gefühl gab, Teil einer gewaltigen Bewegung zu sein. Als Mitbegründer des Cordeliers-Clubs, einem politischen Zentrum in Paris, wurde er schnell zur treibenden Kraft auf den Straßen. Sein Motto war Pragmatismus, weniger Ideale, mehr Tatkraft. Camille Desmoulins wiederum brachte die Feder in den Kampf. 1760 in Guise geboren, war er ein begabter Journalist und brillanter Redner. Legendär wurde sein Auftritt am 12. Juli 1789, als er auf einen Tisch sprang, eine Pistole zog und die Menge zum Widerstand gegen die königlichen Truppen aufrief. Er war ein Freund von Robespierre aus Studienzeiten, zugleich eng verbunden mit Danton. In seinen Schriften verband er Witz mit Schärfe, Pathos mit Ironie. Für viele war er das poetische Gesicht der Revolution. Ein Mann, der Worte in Waffen verwandelte. Diese drei Männer verband zunächst ein gemeinsamer Traum. Sie glaubten an eine Republik, in der das Volk wirklich souverän war. In den Clubs und Kaffeehäusern schmiedeten sie Pläne, in den Zeitungen entwarfen sie neue Welten. Robespierre las Rousseau und predigte Tugend, Danton rief nach Mut und Tatkraft, Desmoulins schrieb Pamphlete, die in den Gassen kursierten und Herzen entflammten. Währenddessen wuchs der Druck auf Paris. Im Sommer 1792 rückten preußische und österreichische Truppen gegen Frankreich vor. Die Gefahr von außen verstärkte den Radikalismus im Inneren. Am 10. August 1792 stürmten Aufständische die Tuilerien. Der König wurde gefangen genommen. An diesem Tag trat Danton als Justizminister auf die Bühne der Geschichte. Mut, noch mehr Mut und immer wieder Mut. Diese Worte wurden zum Schlachtruf einer Nation im Ausnahmezustand. Doch hinter den Kulissen spielte sich eine andere Geschichte ab, die das Misstrauen gegenüber dem König ins Unermessliche steigerte. Ludwig VI. Hatte schon seit 1791 versucht, seine Autorität durch geheime Kontakte zu retten. Über Boten und Briefe stand er mit dem Wiener Hof in Verbindung. Österreich war die Heimat seiner Frau Marie Antoinette. Auch Preußen zeigte Bereitschaft, die alte Ordnung mit Waffengewalt wiederherzustellen. Die berühmte Pillnitz-Erklärung vom 27. August 1791 war das sichtbare Zeichen dieser Intrigen. Österreich und Preußen drohten, in Frankreich einzumarschieren, falls der König ernsthaft gefährdet würde. Für das Volk war dies nichts anderes als Hochverrat. Ein Beweis, dass ihr König lieber mit ausländischen Bajonetten zurückkehrte, als seinem Volk zu vertrauen. Die Nachricht von diesen Verbindungen verbreitete sich rasch, genährt durch Flugblätter und Gerüchte. In den Gassen von Paris war der König nicht mehr der Vater der Nation, sondern ein Verräter. Als die preußischen Truppen unter dem Herzog von Braunschweig vorrückten und in ihrem Manifest offen androhten, Paris niederzubrennen, falls dem König etwas geschehe, kippte die Stimmung endgültig. Am 10. August 1792, beim Sturm auf die Tuilerien, wurde Ludwig XVI. Nicht nur politisch, sondern auch symbolisch entthront. Er war von nun an nicht mehr Monarch, sondern Gefangener. Der Herbst 1792 veränderte alles. Frankreich stand unter doppeltem Druck. Von außen marschierten preußische und österreichische Armeen, von innen bedrohten Aufstände und Verschwörungen die fragile Republik. Am 20. September 1792 kam es zur Schlacht bei Valmy, in der die französischen Freiwilligen, kaum ausgebildet und schlecht bewaffnet, den überlegenen Gegner zurückschlugen. Der preußische Dichter Goethe, der die Schlacht beobachtete, schrieb später, dies sei der Tag gewesen, an dem eine neue Epoche der Weltgeschichte begann. Nur einen Tag nach Valmy rief der Nationalkonvent die Republik aus. Die Monarchie war endgültig gefallen, der König entmachtet.
Doch was bedeutete das in der Praxis? Für die einen war es der Beginn einer Ära der Freiheit, für die anderen eine Einladung zum Chaos. Im Innern tobte ein Kampf um die Richtung der Revolution. Die Girondisten, eine Gruppe von gemäßigten Republikanern, wollten Stabilität, Dezentralisierung und einen Stopp der Radikalisierung. Sie setzten auf die Provinzen, auf Handelsfreiheit, auf einen gemäßigten Kurs. Auf der anderen Seite standen die Montagnards, die Bergpartei, zu der auch Robespierre, Danton und Marat gehörten. Sie saßen im Konvent auf den oberen Bänken und von dort aus dominierten sie die politische Bühne mit radikalen Forderungen. Zentralisierung, kompromissloser Kampf gegen Feinde und ein rigoroses Verständnis von Tugend. Der entscheidende Konflikt kristallisierte sich in der Frage nach dem Schicksal des Königs. Sollte Ludwig VI. Leben oder sterben? Für die Girondisten war ein Prozess mit möglicher Begnadigung sinnvoll. Sie fürchteten, die Hinrichtung würde die Gegner Europas provozieren. Für die Montagnards war Gnade undenkbar. Robespierre sprach am 3. Dezember 1792 im Konvent: Louis muss sterben, damit die Nation leben kann. Der Satz fasste das ganze Denken der radikalen Seite zusammen. Die Revolution war kein Kompromiss, sondern ein Bruch mit der Vergangenheit. Am 21. Januar 1793 rollte der Kopf des Königs auf dem Schafott. In Paris herrschte eine gespenstische Stille, gefolgt von Jubel und Angst zugleich. Die Republik hatte einen symbolischen Sieg errungen, doch zugleich eine rote Linie überschritten. Von nun an war klar, Gewalt war nicht Ausnahme, sondern Methode. Mit dem Tod des Königs begann eine Spirale, die kaum noch zu stoppen war. Europa reagierte geschlossen. England, Spanien und die Niederlande traten in den Krieg gegen Frankreich ein. Die junge Republik war nun von allen Seiten belagert. Hunger, Inflation und Aufstände im Innern verstärkten den Druck. Besonders in der Vendée erhoben sich Bauern gegen die revolutionäre Regierung, entsetzt über den Kirchenkampf und die Rekrutierungen. In dieser Situation begannen die politischen Fronten auch innerhalb der Revolutionäre zu zerbrechen. Danton, der einst die Menge zu Mut und Angriff aufrief, plädierte plötzlich für Mäßigung. Er sah, dass die Revolution drohte, ihre eigenen Grundlagen zu zerstören. Er sprach von der Notwendigkeit, die Blutströme zu stoppen und das Volk zur Ruhe zu bringen. Desmoulins griff diesen Gedanken in seiner neuen Zeitung Le Vieux Cordelier auf. Er schrieb, die Revolution müsse den Menschen wieder Hoffnung und Freiheit bringen, nicht nur Angst. Robespierre jedoch sah die Dinge anders. Für ihn war die Tugend das Fundament, und Tugend konnte ohne Härte nicht bestehen. In seinen Reden verband er Moral mit Notwendigkeit. Wer sich gegen die Revolution stellte, wer Zweifel säte oder Gnade forderte, wurde schnell verdächtig, ein Verräter zu sein. Die Guillotine verwandelte sich von einem Ausnahmeinstrument in ein alltägliches Werkzeug. Der Bruch zwischen den einstigen Freunden wurde sichtbar. Danton wollte das Ende des Terrors, Robespierre seine Intensivierung. Desmoulins träumte von einer Rückkehr zur Menschlichkeit. Diese drei Positionen symbolisierten die Zerrissenheit einer ganzen Nation. Jeder glaubte, das Volk zu retten, und doch steuerten sie gemeinsam auf eine Katastrophe zu. Parallel dazu veränderte sich die Stimmung auf den Straßen von Paris. Die Sansculotten, die einfachen Handwerker und Arbeiter, forderten Brot und Sicherheit. Für sie bedeutete Revolution nicht Rousseaus Philosophie oder Montesquieus Schriften, sondern schlicht die Hoffnung, ihre Kinder zu ernähren. Unter ihrem Druck beschloss der Konvent Preisobergrenzen für Lebensmittel und harte Strafen gegen Spekulanten. Doch je mehr man kontrollierte, desto tiefer rutschte die Wirtschaft ins Chaos.
So begann die Phase, die später als La Terreur bekannt wurde. Eine Zeit, in der Hoffnung und Angst untrennbar miteinander verschmolzen. Im Frühjahr 1793 eskalierte der Konflikt zwischen Girondisten und Montagnards. Während die Girondisten Stabilität und föderale Strukturen forderten, misstrauten die Sansculotten ihnen und zwangen am 2. Juni ihre Verhaftung. Damit übernahmen die Montagnards allein die Macht. Zur Durchsetzung ihrer Herrschaft wurde das Comité de Salut Public geschaffen, bald unter Führung Robespierres, mit Saint-Just, Couthon und Billaud-Varennes. Offiziell diente es der Rettung der Republik, tatsächlich kontrollierte es Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit mit nahezu diktatorischen Mitteln. Im Herbst 1793 fiel Königin Marie Antoinette. Nach kurzem Prozess wurde sie am 16. Oktober hingerichtet. Für viele das endgültige Ende der alten Ordnung. Doch die Welle der Gewalt erfasste bald auch Revolutionäre selbst. Hébert, der radikale Wortführer der Sansculotten, wurde im März 1794 guillotiniert. Kurz darauf folgten Danton, der zur Mäßigung gedrängt hatte, und sein Freund Desmoulins, der in seiner Zeitung Menschlichkeit forderte. Die Revolution verschlang nun ihre eigenen Protagonisten. Die Folgen waren allgegenwärtig. Zwischen 1793 und 1794 wurden etwa 16.000 Menschen offiziell guillotiniert. Zehntausende starben in Gefängnissen oder bei Massakern. Ganze Viertel in Lyon zerstört, Dörfer in der Vendée niedergebrannt. Jeder konnte als Verdächtiger enden, Priester, Adlige, Generäle, Journalisten oder einfache Bürger. Mit wachsender Zahl der Opfer breitete sich Misstrauen selbst unter Jakobinern aus. Wer heute noch jubelte, konnte morgen verhaftet werden. Die Revolution entfernte sich mit jedem Schlag der Klinge weiter von ihren eigenen Idealen. Im Sommer 1794 erreichte die Revolution ihren Wendepunkt. Der Terror hatte seinen Höhepunkt erreicht und die Angst erfasste selbst jene, die Robespierre einst unterstützt hatten. Der Unbestechliche war nun eine isolierte Figur, vereinzelt verehrt, von vielen gefürchtet. Im Juli inszenierte er das Fest des höchsten Wesens. Altäre, Fahnen und Hymnen sollten eine neue republikanische Religion begründen, in der Tugend und Vernunft an die Stelle des Christentums traten. Für viele im Konvent wirkte dieses Schauspiel überzogen. Robespierre erschien weniger als nüchterner Anwalt, sondern als Hohepriester einer neuen Ordnung. Kurz darauf verschärfte er seine Angriffe. In einer Rede am 26. Juli 1794 deutete er an, Verräter säßen im Konvent, ohne Namen zu nennen. Damit bedrohte er indirekt alle und vereinte seine Gegner gegen ihn. Am 27. Juli, dem 9. Thermidor, verhinderten Zwischenrufe, dass er sich verteidigen konnte. Er und seine engsten Vertrauten, darunter Saint-Just und Couthon, wurden verhaftet. In der Nacht versuchte er im Pariser Rathaus Widerstand zu organisieren, doch die Nationalgarde stellte sich gegen ihn. Am Morgen des 28. Juli endete seine Herrschaft. Schwer verletzt durch einen Schuss in den Kiefer, wurde er ohne Verfahren guillotiniert. Mit ihm starben Saint-Just und weitere Jakobinerführer. Paris reagierte erleichtert. Die Terrorherrschaft war gebrochen. Die sogenannte thermidorianische Reaktion begann. Der Wohlfahrtsausschuss verlor seine Macht. Jakobinerclubs wurden geschlossen. Die Guillotine verschwand aus dem Alltag. Doch Frankreichs Probleme blieben. Wirtschaftliche Not, unsichere Versorgung und äußere Kriege. Die Verfassung von 1795 führte das Direktorium ein.
Eine Regierung von 5 Männern, die Korruption und Ineffizienz prägten. In diesem Vakuum gewann das Militär an Bedeutung. Die Armeen hatten sich professionalisiert und feierten Siege. Ein junger korsischer General trat hervor, Napoleon Bonaparte. 1795 schlug er einen royalistischen Aufstand in Paris nieder, das berühmte Kartätschenfeuer. Bald folgten Triumphe in Italien und Ägypten, bis er 1799 im Staatsstreich des 18. Brumaire das Direktorium beseitigte und selbst die Macht übernahm. Der Sturz Robespierres führte somit nicht zur Restauration der Monarchie, sondern zur Etablierung einer neuen Form der Herrschaft, der militärischen. Die Revolution hatte das Feudalsystem zerstört und individuelle Rechte verkündet, zugleich aber gezeigt, wie leicht Ideale in Gewalt entarten. Mit Thermidor endete die Verbindung von Tugend und Terror, nicht jedoch das Ringen um Stabilität. Dieses Streben brachte Frankreich schließlich in die Hand eines Mannes, der sich 1804 zum Kaiser krönte. Am Ende dieser Reise durch Blut, Hoffnung und Verrat kehren wir zurück zu dem Bild, das sich in das Gedächtnis einer Epoche eingebrannt hat. Ein Mann, umringt von einer Menge, Trommeln im Hintergrund, die Guillotine im Morgenlicht. Dieses Bild steht nicht nur für den Sturz Einzelner, sondern für eine Generation, die geglaubt hatte, eine neue Welt erschaffen zu können. Und die doch von den Kräften verschlungen wurde, die sie selbst entfesselt hatte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war mehr als ein Schlachtruf. Für Millionen bedeutete es die Hoffnung auf ein anderes Leben, frei von feudalen Lasten, mit Rechten für Bürger, mit einer neuen Ordnung. Doch derselbe Traum gebar auch Misstrauen und Gewalt, und das Versprechen wurde im Terror verdunkelt. Die Frage, ob es das wert war, bleibt bis heute offen. Unbestreitbar ist nur, ohne die Revolution wäre Europa nicht dieselbe. Sie sprengte die alten Fundamente, sie inspirierte Freiheitskämpfe weltweit. Und sie zeigte zugleich, wie leicht Ideale missbraucht werden können. Gerade diese Ambivalenz macht sie einzigartig. Sie war Triumph und Katastrophe zugleich, ein Aufbruch voller Visionen und ein Strudel aus Angst.